Die Anna, seine Frau, die hat natürlich immer am Vater die Stange gehalten und hat am Vater beschützt und geschaut. Also die Töchter, das muss ich schon wirklich sagen. War der Schmidhammer Knecht oder war das auch ein Bauer? Na, es war ein Bauerssohn. Ich weiß noch gut, dass die so viel Geld gehabt haben, auch Goldgeld. Der hat auch Gold mitgebracht in die Ehe. Das ist nicht. Das heißt, der Apolzer Hof ist schon auch deshalb so groß, weil der Nachfolger da noch den Hof erweitert hat, oder? Nein, erweitert hat er nicht. Er war auch kein herausragender Wirtschafter. Aber die haben eine gute Grundlage gehabt, die Apolzer. Waren natürlich auch sparsam, das muss ich auch sagen. Der Großvater ist nämlich immer einmal im Jahr mit dem Graf von Soden zum Großmarkt oder nach Vilsbiburg gefahren, um Tiere zu kaufen oder zu verkaufen, was weiß ich. Aber das weiß ich auch noch. Und was hat der Graf von Soden für eine Rolle gespielt? Ja, das war ein Graf, der war in Vilsbiburg niedergelassen, da ist ja auch eine Burg da. Die gibt es ja noch. Ja, aber wieso kommt er da auf die Idee, einen Apolzer zu holen, weil der einen Tierverstand hat? Der da Nein, die waren halt ganz speziell miteinander. Das heißt, der Graf von Soden war ab und zu mal in Apolz draußen, oder wie? Scheinbar, das weiß ich nicht, aber die sind immer zusammen zum Ross oder zum Viehmarkt gefahren. Einer von den Graf von Soden hat ja auch mit dem Alfred studiert. In Scheiern und in Freising. Mit dem hat er schon Kontakt gehabt, die letzten Jahre nicht mehr, aber es ist natürlich so, der Vater war auch keiner, der Verwandte, der Bekannte und so weiter, dass der das gepflegt hätte. Gell? Da hört sich dann mit der Zeit alles auf. Wenn du dich selber zurückziehst und keine Kontakte pflegt, dann schlaft es ein. Ich glaube sogar, dass der Graf von Soden einmal Bischof war, auch im Freising. Wo der jetzt ist, der ist jetzt auch schon, oder der lebt schon gar nicht mehr. War so alt wie der Alfred. Ah, der in Scheiern mit ihm war. Ja. Und im Freising natürlich auch. Und der hat mir ja immer erzählt, dass im Schloss von den Soden, da waren alle Marter im Keller unten noch aufgehoben. Die haben da früher, jeder hat sein Reich regiert, gell, und selber Gericht gesprochen. Mit Marterwerkzeugen? Ja, natürlich. Wird das ganz früher gebraucht worden sein. Aber wie die Freundschaft zum Georg Irz anstand, das ist dann nicht geklärt, oder? Bitte? Jetzt, wenn es Vilsbiburg und das abgelegene Apolz, da müssen schon irgendwelche besonderen Beziehungen bestanden haben, oder? Ja, also, meine Mutter hat immer gesagt, ihre Brüder, es waren doch zweimal große Märkte, auch in Taufkirchen. Da ist jeder, das hat keiner in seinem Alter machen können, weil es am Geld gefehlt hat. Die haben sich in die Wirtschaft gesetzt und haben Zeche gemacht und waren anerkannt, gell? Die Apolzer. Es waren schöne Leute. Und das weiß ich jetzt bloß, was meine Mutter immer erzählt hat. Also das war ein Herrenbauer. Also, den Georg, deinen Großvater, den hast du sowohl auf
auf seinem Hof in Apolz erlebt, Ja, als auch wenn er mal in seiner Verzweiflung bin er auch. nach Dorfen gekommen ist und die Christine, eine Mutter, besucht hat. Ja, Und habt ihr da so ein emotionales Verhältnis gehabt zum Opa, so wie wir das vielleicht auch gehabt haben früher? ja das weiß ich jetzt nicht mehr. Natürlich haben wir das registriert, dass der Opa da war. Aber man hat sich ja nicht so oft gesehen, oder? Weil Natürlich. Aber ich und die Anni, wir waren in den Ferien immer mindestens 14 Tage in Apolz. Und haben da alle Freiheiten gehabt. Ich weiß noch, einmal in der Woche ist der Brotmo gekommen. Und da sind wir dann aufgestanden, weil der hat geschrien, der Brotmo ist da. In der Fletz hat er das derartig. Dann sind wir raus und dann haben wir halt ein Herndl oder was gekriegt. Gell? haben die nicht selber gebacken auf dem Hof? Habe ich eigentlich. Da war in Apolz war hinterm Haus oben ein Backofen. Ja, aber das habe ich nicht direkt. Vielleicht ist nicht gebacken worden, wenn wir draußen waren. Also das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ist bei euch gebacken worden auf dem Erberhof? Brot? Auch nicht, das weiß ich auch nicht. Wo habt ihr euer Brot her gehabt? Ja, das ist gekauft worden von der Bäckerei, vom Bäcker. Den ihr mit Getreide beliefert habt, möglicherweise, oder mit Milch? Naja, haben wir Verpflichtungen gehabt den Bäckern gegenüber. Aber solche Zöpfe sind am Samstag gebacken worden. Ach Gott, war das schwer, den Teig zu kneten. Das ist auch eine Sache, die nur ich gemacht habe von meinen Geschwistern. Ja, also. Und also die Anna hast nicht mehr selber erlebt, aber die Cäcilie Golling? Die habe ich nicht mehr erlebt, weil Also die 18 gestorben ist. Und die Holzmann auch nicht mehr? Die habe ich ja natürlich erlebt. Das war die Schwester von meiner Mutter. Nein, das ist doch also die Mutter, die Oma, das ist doch deine Großmutter. Doch, die Großmutter habe ich auch noch erlebt. Beide habe ich erlebt. Was hast du an die Anna Holzmann für eine Erinnerung? Ja. Keine schlechte. Das ist ja die da. Die Anna Holzmann. Das ist die Anna Holzmann. Und das daneben ist der Georg? Georg, ja. Und das ist der Anton Erber und die Rosalie. Alois Erber oder Anton? Alles. Nein, das Oder ist der Alois und die Cäcilie gewesen. Naja, der Anton hat er geheißen. Aber da steht Alois. Bitte? Da steht aber Alois. Ja. Anton war ja der Bruder von deinem Papa. Ja, nein. Einer der Söhne hat Anton geheißen. Ach, das ist schon der Großvater, den habe ich natürlich nur erlebt. Aber das ist das jetzt der Großvater dran? Ja, das ist der Großvater. Und das daneben ist seine Frau? Ja, das Dann ist das der Alois Erber und seine Frau Cäcilia Golling. Das heißt zu der Zeit Cäcilie Geiselbrechtinger. Mhm. Da hat er ja einen Fehler reingebracht. Da hätte er ja das anders, obwohl das spielt da keine Rolle, glaube ich. Wieso hätte er das anders? Weil die hat in zweiter Ehe, in zweiter Ehe hat die Cäcilie Golling Erber geheißen und vorher Geiselbrechtinger. Mhm. Aber geborene Golling. Mhm. Also, dein Großvater ist geboren
Am 19. Juni 1953 in Oberdorfen. Ja, da siehst du es ja. Und der ist verheiratet mit der Golling Cäcilie, die ist erst 18. Februar 1957. Ja. Und Die war also 4 Jahre jünger. Mhm. Und gestorben, geboren in Allershausen. Genau, da war die erste Mühle, die große Mühle. Gestorben ist sie am 19. Februar 18. 18, das habe ich letztes Mal ja. Und dein Großvater ist gestorben 31. Wenn du gesagt, du hast den erlebt, wann bist du geboren? 25. Dann warst du da 6 Jahre alt. Ja, mit 6 Jahren kann ich mich doch gut erinnern. Anton Golling. Der Anton war der Vater von der Cäcilie Golling. Und das waren ja bestimmt 12 Kinder. Die Gollings? Ja. Und alle haben ein Muttergut gehabt. Ich weiß nicht, wie viel waren denn das seinerzeit? 15. Was war denn da für eine Währung? Ja, Deutsche Reichsmark. Nein, das war schon früher. Gulden gab es da vorher. Vorher gab es Gulden. Oder Gulden auf alle Fälle. So war das ein ansehnliches Muttergut. Und das konnten die auch, das konnte der Anton nicht angreifen. Deswegen das war geschrieben. Und das hat die Schneider, die in weiser Vorsicht wahrscheinlich gehabt und eigentlich das Anwesen verpulvert hat, die Frau, die zweite Frau, die nichts getaugt hat. Hast du ein Anwesen schnell verwirtschaften können? Jetzt nochmal, von welcher Frau redest du, die zweite Frau? Vom Anton Golling. Die Schreiber? Die Schreiber ist ja gestorben. Und bei dem Tod von Schreiber ist das Geld, das Muttergut, notariell festgelegt worden. Also an das hat die zweite Frau nicht hinkönnen. Darum ist das den Kindern erhalten gewesen. Ach, dumm, war die Cäcilia Golling eine relativ reiche Frau, Ja. weil das Muttergut immer noch in ihren Händen war. Ja. Und das kommt aber dann, kommt es jetzt aus dem Golling, seinem Erbe raus, oder aus der Schreiber? Aus der Schreiber, der hat ja solches Vermögen mitgebracht. Die Rosalie Schreiber. Ja. Und diese Unterlagen habe ich nie mehr gefunden. Ich nehme an, ich habe es jemandem ausgeliehen und habe es nicht mehr zurückgekriegt. Da war es ja beschrieben. Welche Unterlagen waren das? Von der Schreiber. Rosalie. Ja. Na, wie hat die Schreiber mit dem Vornamen geheißen? Rosalie, ja. Rosalie Schreiber, 21. August 38 in Oberzolling. Geborene Thalhammer. Dann muss das Vermögen Anton Golling, da ist er, Müller. Ja, das ist der Vater. Das ist dein Urgroßvater. Ja. In Hallershausen und in Velden. Siehst du, das steht da sogar drinnen. Und? Moment einmal. Lisa, hallo. Ich sitze bei der Oma da und wir tun gerade ein bisschen die Ahnentafel durchlesen. Ja, einfach so, aus Zeitvertreib. Ich rufe dich nachher nochmal an, ja? Genau, ciao. Da hat mir die Barbara erzählt, dass die Lisa am Fuß was hat.
Ja, die hat eine Entzündung gehabt, aber das ist schon wieder in Ordnung. Und die Schwester von meiner Schwiegermutter, die Schmidtner. Mhm. Die Schwester von deiner Schwiegermutter, Ja, die Schwester von die deiner, ja, Schmidtner, genau, die haben wir ja aus Moosburg. Aus Moosburg. Die hat da in den großen Hof in Felden reingeheiratet und sie sagt, sie kann sich noch erinnern, dass die Golling-Kinder zum Teil mit dem Schlitten oder mit dem Wagel in die Schule gefahren worden sind. Die 12 Kinder. Ja, alle sind sie nicht aber in der Schule gewesen. Also, oder die kleineren. Das hat mir die Schmidtner Tante auch einmal gesagt. Erzählt. Und von der weiß ich auch, dass die sehr reich waren. Weil die Sachen gemacht haben, wo in der Umgebung kein Bauer sich leisten hat können. Und die Schmidtner hat in diesen großen Hof eingeheiratet. Da gibt es ein Bild, wo eine ganze Reihe Angestellte vor dem Hof stehen. Das habe ich irgendwo ist das in einem Album drinnen. Und der Schwiegervater, der hat den Hof so schlecht übergeben, alles Vieh rausgezogen und der Tochter, die in Felden verheiratet war, so dass der Schmidtner nicht den Hof weiter bewirtschaften konnte. Und das war der Grund, dass die in Moosburg gelandet sind. Das gibt es auch. Aber du schädigst doch nicht dein einziges Kind, oder war das ein Akt gegen den Schwiegersohn? Gegen den eigenen Sohn. Der eigene Sohn hat so schlecht übernehmen müssen, weil der Vater alles aus dem Hof rausgezogen hat. Das Bargeld und Vieh zum Teil. Dann konntest du ja nicht mehr weiterarbeiten. Und das war der Grund, auch die Schwiegertochter war ja nicht recht. Ja. Deshalb haben die dann den Kohlebetrieb da Und dann hat er sich natürlich ein Geschäft aufbauen sollen und dann haben sie das angepackt in Moosburg, die Kohlelieferung. Ja, die Lieferung an die verschiedenen Haushalte, wie es zu der Zeit halt noch üblich war, haben noch alle Leute mit Kohle geheizt. Und wie ist jetzt die Verwandtschaft zu diesem Literaten da zustande gekommen? Zu wem? Zu dem, jetzt fällt mir nicht ein, der mehrbändige der Heimatdichter. Da sind auch die Moosburger verwandt dazu. Der Heimatdichter, was war denn das? Wo gibt es denn einen Heimatdichter? Da haben sie mir doch die gesamte Ausgabe geschenkt, als Dankeschön für die Tochter, die ich betreut habe. Wer ist Ich muss zu Hause nachschauen, das fällt mir jetzt. Ich habe gerade eine. Gibt es da ein Buch? Da gibt es eine ganze 12-bändige Ausgabe von irgendeinem Dichter. Kann man das vorstellen? Da weiß ich keine Verwandtschaft. Naja, aber das ist ja auch eigentlich Verwandtschaft von Papi gewesen, oder? Die Schmidtner war ja seine Tante von Papi. Ja, aber was angeheiratet ist. Da hat er von Neuwerden das Wirtshausl, wenn man nach Felden fahren. Ja, Kreuz. Kreuz, ja. Also der Schmidtnerhof war auch ein Herrenhof, viel, viel größer wie Abholz. Viel größer? Viel größer wie Abholz. Wo war der? In Felden oder unmittelbar. Da war ja auch eine Burg gestanden in Felden. Früher hat es so viele so Burgen gegeben und Schlösser.
Auf alle Fälle war das auch ein Herrenhof. Und wahrscheinlich war ihnen die Schwiegertochter zu wenig. Aber das kann auch nicht der Grund gewesen sein. Aber das ist schon auch einmalig. Du kannst dich an den Film Wie ein Maler erinnern. Mhm. Es hat ja immer wieder solche Sachen gegeben und solche Piffen, die sowas gemacht haben. Zum Beispiel beim Bruckbauern war es ja nicht so, aber auf der anderen Weise. Die haben ja erst, der älteste Sohn, der hat ja erst heiraten können und hat schon 3 Kinder gehabt. Ja, dann waren es uneheliche Kinder eigentlich, wenn sie erst dann heiraten dürfen. Und eigentlich uneheliche Kinder. Das hat aber nicht reingepasst in das religiöse Konzept. Ja, aber das war auch so ein Biffe, der Max, der hat ihn einfach nicht übergeben. Das war auch der gesagt hat, nach dem Krieg, da rühren wir uns nicht, wie da im Tagblatt gestanden ist, Erben werden gesucht von einem gewissen, ja, der da ausgewandert ist von der Verwandtschaft. Diplomat. Ja, musst du dir sowas vorstellen. Da bis der Opa das erfahren hat, dann war es zu spät. Dann war die Frist verstrichen. Aber der Opa hätte ja da auch keine Erbrechte gehabt drauf. Aber er hätte sich kümmern können. Das hätte er das wahrscheinlich. Das war ja ein Cousin vom Opa. Ja, aber derjenige, der ausgewandert ist, der stammt von Growinge her. Da hat ja die Tante Maria gesagt, einmal im Jahr ist ein feiner Herr gekommen, der ist aber nicht ins Haus gegangen. Der hat sich bloß Anwesen von außen angeschaut. Und das soll ein Kind aus der Pfäffellinie gewesen sein? Ja, von der Großmutter ein Bruder. Von der Großmutter ein Bruder? Ja. Also ist quasi der sage und schreibe reiche Onkel aus Amerika. Ja, genau. Den hat es da gegeben. Also, und wie der heißt oder hieß, weiß man nicht, oder? Na, also, das ist dann versandet, gell? Also. Und dieser Max, ja, das wäre ja dann quasi, der war ja dann auch nur der Max wäre ja dann quasi auch nur ein Neffe gewesen. Ja, natürlich hätte die ganze Verwandtschaft da geerbt. Aber der Max hat es halt gelesen und hat es gewusst und hat gesagt, da rühren wir uns nicht, da müssen wir höchstens was zählen. Ja. Diese Mühle in Allershausen gibt es auch nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Aber wir haben einmal einen Besuch gemacht, da, ich weiß nicht, war das in Allershausen oder irgendwo in der Nähe, da war ein Bad dabei und da sind wir mit unserem Vater hingekommen. Ein Bad war da dabei? Ja. Freibad. Freibad ist da auch mit betrieben worden und ein Säg und eine Mühle natürlich. Das war ja früher immer kombiniert. Und wenn ihr jetzt so eine Reise gemacht habt nach Allershausen, wie ging das? Mit dem Zug oder wie hat man das gemacht? Nein, also da haben wir schon ein Auto gehabt. Und da hat man mal einen Familienausflug gemacht? Oder? Ja, sind nicht alle mitgekommen, aber also an das kann ich mich noch erinnern. In eurem P2? P2, ja. Den du umgeschmissen hast? Genau. Der war ja auch mal neu.
Dann musst du da aber schon älter gewesen sein, wenn es das Auto schon gab. Ja, wahrscheinlich. Also, da habt ihr dann wahrscheinlich einmal einen Gräbergang gemacht oder einfach die Verwandtschaft von den Tanten und Onkeln besucht, oder? Ja, ja. Also sehr offen für Verwandte war meine Mutter auch nicht. Also die, glaube ich, hat sich immer gedacht, da verliere ich Zeit, wo ich dieses oder jenes mache. Oder komm, ich kann mir es nicht vorstellen. Aber jetzt sag mal, wenn ich mir das in Erinnerung rufe, was du vom Krieg erzählt hast, dann muss ja auf eurem Hof wahnsinnig viel los gewesen sein an fremden Leuten, die dort quasi residiert haben. Ja, natürlich zu der Zeit nach Kriegsende. Während dem Krieg schon. Wer soll denn da gewesen sein? Eine Flüchtlingsfamilie war im Haus, aber sonst nicht. Dann 2 Franzosen, 2 Gefangene oder 2 Kriegsgefangene. Ja, das waren ja Angestellte, das ist ja... Ja. Die sind ja wahrscheinlich auch nicht bezahlt worden, oder? Wahrscheinlich bloß einen symbolischen Lohn haben die gehabt. Die haben überhaupt, was sind die Gefangene einen Lohn gehabt haben, das glaube ich nicht. Und wo haben die da gewohnt? Wo habt ihr den Wohnraum gehabt, dass da jemand hat wohnen können? Die mussten ja abends ins Lager zurück. Der François musste ins Lager. Bloß die letzten Jahre nicht mehr, weil mir niemanden mehr gehabt hat. Die Mühle musste ja nachts auch betreut werden, die läuft ja auch nachts, nicht bloß tags. Auf alle Fälle hat der eine Sondergenehmigung gekriegt. Und wo hat der geschlafen? Da oben in dem Stubengang, wo wir dann auch öfters einmal übernachtet haben. In der Mühle, in dem Mühlkammerl, wie hat denn das geheißen? Wo halt auch die Müllerburschen gewohnt haben. Also unten in dem einen Büro quasi da hinten drin. Nein, das war ja dann schon viel später. Das war im ersten Stock. Aber auch letzten Endes primitiv. Aber es war zu der Zeit, hat sich niemand was geändert. Aber wenn ich mir denke, aber es war so. Nicht bloß eine Ausnahme bei uns, es war allgemein so. Und der Müller aus Oberdorfen, das war der Franz quasi, oder? Das war der Franz Erber. Das war doch der Alois Erber. Da gibt es aber der Vater vom Alois Erber ist der Franz Erber.